Viel Spaß. Nein, ich bleib hier. Helena, das musst du nicht. Ich wurde verurteilt wegen Mord. Doch nicht wirklich einen Menschen. Natürlich nicht. Ich bin unschuldig verurteilt worden. Das müsst ihr mir glauben. Ja, natürlich glauben wir dir. Ganz ehrlich, ich hätte schon ganz gerne ein paar mehr Informationen. Ich will dir doch überhaupt nichts unterstellen. Was soll ich euch mit irgendwelchen Details quälen? Das ist doch schon ewig her. Ja, eben, 15 Jahre. Und seitdem hast du unschuldig in Argentinien im Gefängnis gesessen, während irgendwo da draußen ein Mörder frei rumläuft. Warum ist der denn nie gesucht worden? Anstattdessen erzählt man uns, dass du tot bist. Warum? Ich verstehe das alles nicht. Also, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, Johannes, der hätte doch mit Sicherheit Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um den wahren Schuldigen zu finden. Ich kann euch nicht mehr sagen. Ich bitte euch, mir zu vertrauen. Ich habe niemand umgebracht. Und warum kannst du uns da nicht alles erzählen? Keine Angst, ich bin gleich wieder weg. Ich hab bloß mein Geld vergessen. Also dann, viel Spaß. Alles okay? Helena kommt nicht. Was? Warum das denn? Tristan ist wohl noch ziemlich durch den Wind wegen dieser ganzen Geschichte mit deren Vater. Und Helena will ihn nicht alleine lassen. Es tut mir leid mit dem geplatzten Date. Ja, schon okay. Das kann man ja verschieben. Ich verstehe Helena. Enttäuscht klingst du trotzdem. Ach, was, jetzt echt? Hoffentlich denkt sie das nicht auch. Dann schicke ich ihr am besten mal eine SMS, dass sie weiß, dass auch wirklich alles okay ist. Ist irgendwas? Wieso? Jetzt guck doch nicht so. Wie gucke ich denn? Ach komm, ganz bestimmt nicht wie so ein magenkranker Cocker Spaniel. Ich auch nicht. Und du auch. Oh, Frechheit. Eigentlich wollte ich dich gerade fragen, ob du mit Christian und mir um die Häuser ziehen willst, aber wenn ich mir sowas anhören muss. Gassi gehen, eine gute Idee, ne? Herr Fritsche? Okay, hey, auf geht's. So gefällst du mir schon besser. Außerdem ist das Date mit Helena auch nur aufgeschoben. Bin ich eingeschlafen? Kein Wunder, nachdem ich dich mit meinem Kindheit ohne Papa Blues ins Koma gequatscht habe. Ah, ich bin eine super Schwester. Du erzählst mir deine Sorgen und ich penne ein. Hm? Mir hat schon gereicht, dass du da warst. Wie früher. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Papa hat uns gesagt, dass er wegen Mord im Gefängnis war. Unschuldig natürlich. Und dann lässt er uns einfach so stehen. Vielleicht weiß er ja auch nicht mehr. Das war vielleicht auch alles zu viel für ihn. Schließlich wurde er verurteilt und war die ganzen Jahre weggesperrt. Ja, und wieso hat er das dann nicht gesagt? Ach, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich bin mir sicher, der verschweigt uns irgendwas. Weißt du was, denn du bist ja noch misstrauischer, als ich es sonst bin.
Sehr witzig. Ich meine, wir haben ihm doch wirklich tagelang Zeit gelassen, bis er mal überhaupt ein Wort gesagt hat. Und dann schmeißt er uns plötzlich an den Kopf, dass er wegen Mordes verurteilt wurde. Und wir dürfen keine weiteren Fragen stellen. Wir sollen ihm einfach so vertrauen. Bestimmt hat er die ganzen Jahre darauf gewartet, dass ihm jemand hilft und ihn da rausholt. Und wir haben alle gedacht, er ist tot. Ist das nicht schrecklich? Aber Moment mal. Mama hat doch immer gesagt, dass es ein Segelunfall war. Und es hat angeblich Zeugen gegeben. Also das muss doch jemand inszeniert haben. Ja, was hat Papa denn dazu gesagt? Nichts, er war völlig überfordert. Aber auch kein Wunder, so wen Sebastian in die Mangel genommen hat. Ja, aber dass sich die eine oder andere Ja, aber Frage muss ich ihn dann stellt... unbedingt ins Kreuzverhör nehmen? Ich meine, er kann doch nicht wirklich glauben, dass Papa einen Mord begangen hat. Ach, auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Also mysteriös finde ich das schon. Warum erzählt er uns nicht einfach, was passiert ist? Wer ist denn überhaupt ermordet worden? Und warum konnte man meinem Vater die Schuld dafür geben? Ach, dann diese ganze Geschichte mit, er sei längst tot. Warum denn? Ob Mama davon gewusst hat, dass er noch lebt? Oder ob er ihr auch etwas vorgemacht hat? Und wenn ja, wer hat ihm dabei geholfen? Sebastian, glaubst du wirklich, dein Vater ist ein Mörder? Ich wünschte, ich könnte Ihnen alles sagen. Gibt es eigentlich einen Grund für diese himmlische Ruhe? Falls ja, lasst ihn mich wissen. Ich würde gern jeden Morgen so frühstücken. Tja, dem steht doch nichts im Wege. Lassen Sie sich das Frühstück auf Ihren Privaträumen servieren. Hat aber jemand plötzlich wieder Oberwasser? Unsere Ex-Verwalterin hast du mit deiner Rückkehr sehr glücklich gemacht. Wohingegen die Wiedersehensfreude bei deinem Nachwuchs schon verflogen zu sein scheint. Reichst du mir bitte die Butter? Natürlich, gern. Na, immerhin einer scheint ja noch mit dir zu reden. Trotzdem, Familienidylle sieht anders aus. Woher willst ausgerechnet du das wissen? Gute Frage. Allerdings muss ich zugeben, dass ich zerrüttete Familien auf den ersten Blick erkenne. Also, wo liegt denn das Problem? Halt einfach den Mund, es gibt keine Probleme, okay? Ach nein? Sei einfach still. Wieso sollte ich? Ups, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Also, vielleicht sollten wir wirklich etwas klären, aber bitte nicht hier. Gute Idee. Entschuldigt uns bitte. Selbstverständlich. Na endlich, ich bin schon ganz schrumpelig. Igitt, das kann man ja echt keinem zumuten. Im Vorratsraum ist noch Obst. Danke, Miriam. Sorry, kleiner Frühstücksstau. Und du musst nicht mehr runter. Nein, Miriam hat alles im Griff. So, ist er hier? So. Da. Moment. Sag jetzt nicht, wir haben kein Obst mehr, das kann nicht sein. Nein, viel schlimmer. Die Espressomaschine hat schon wieder den Kreislauf. Die Espressomaschine, keine Panik. Ausschalten, Stecker ziehen, 1 Minute warten, dann geht die Habe ich wieder. schon versucht, aber nichts rötlich. Stattdessen Was? klingt es nach verschmorten Kabeln und wir haben etwa 20 Leute. Okay, ich komme kurz runter. Bis gleich. Ich dachte, Miriam hat alles im Griff. Die Espressomaschine spinnt. Ich beeil mich. In 10 Minuten bin ich wieder da. In 10 Minuten habe ich Chemie. Quatsch. Ich beeil mich wirklich. Bis gleich. Hoffentlich. Und du erzählst uns jetzt also endlich, was wirklich passiert ist? Jetzt sei doch nicht schon wieder so aggressiv. Entschuldige bitte, dass ich nicht direkt in Jubelarien ausbreche. Oder einfach verdränge, was die letzten 15 Jahre gewesen ist. Wenn man dir so zuhört, könnte man fast meinen, dir wär's lieber, wenn Papa tot wäre. Also, was ich wirklich nicht möchte, ist, dass ihr euch wegen mir zerstreitet. Na, da scheint es ja einigen Klärungsbedarf zu geben. Ach, ich wüsste ja zu gern, was Onkel Ludwig auf dem Kerbholz hat. Na, mit Sicherheit weniger als Sie. Ist
Das nehmen die lieben Kleinen ihren Herrn Papa ordentlich in die Mangel. Tja, wenn das mal gut geht. Nicht, dass die ihren neuen Verbündeten gleich wieder vom Schloss werfen. Der Gefängnisdirektor Cristobal war felsenfest davon überzeugt, dass ich seinen Bruder umgebracht habe. Er fälschte Beweise und hat alles so gedreht, dass ich verurteilt werden musste. Diesem widerlichen Dreckskerl traue ich alles zu. Hast also keine Ahnung, wann, wieso und von wem Miguel ermordet wurde. Nein, eines Tages wurde ich aus heiterem Himmel verhaftet. Wenn Sie glauben, so wieder an die Macht zu kommen, dann haben Sie sich aber geirrt. Ich darf Sie erinnern, Ihre Mutter hat nur vorgetäuscht, Francesca zu sein. Also war meine Ehe mit Johannes rechtskräftig. Und somit auch das Testament, in dem er Sie enterbt hat. Ja, ja. Ich sage ja auch einfach nur, dass Sie vielleicht etwas weniger Hoffnung in den lieben Onkel Ludwig setzen sollten. Jetzt hör endlich auf, das hier ist nicht die Inquisition. Ihr glaubt doch Papa, oder? Also ich glaub ihm. Ich traue diesem Cristobal alles zu. Du weißt doch selber, was der Typ für ein Arsch ist. Ja, was weiß ich, was Papa sagt, das klingt nicht unmöglich. Trotzdem, ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Du wolltest nicht, dass wir uns deinetwegen streiten. Hast du super hingekriegt. Schraubenzieher. Danke. So. So, und jetzt anstellen und auf Espresso. Na bitte. Mit ein bisschen Geschick und Fingerspitzengefühl. Da wäre nur noch eine Kleinigkeit. Die hier ist übrig. Funktioniert ja trotzdem. Hauptsache, ihr könnt wieder Kaffee machen. Na, ich kann endlich zu Christian. Olli? Ich fürchte, das schaffen wir nicht alleine. Я професіонал, співаю за нал. Мені в конці за штуку поставили вокали. Я також дуже люблю свою неньку Україну. Bitteschön. Was darf sein? Я ничего не хочу, вина. Weißwurst? Я не голодна. Sorry, we don't have Weißwurst, but... Was wollt ihr trinken? Кофе. English breakfast. Жареные колбасы. Я хочу тоже кофе. Вообще, да, нормально. Водка. За морями, гей, за Україну. Якщо треба, то й за геном. Гей, за лісами, гей, за морями, гей, за Леся Українку. Kein Problem. Я патріот, і він патріот. Кому завгодно, якщо треба, ми закриємо рота, хто не знає де. На карті моя країна, я заспіваю пісню про глобус України, бо щоб це мене далеко. І ветоно мене далеко. Гей, заспіваю хами. Гей, гей, хами. Гей, за лісами, гей, за морями, гей, за Україну, якщо треба, то й за геном. Гей, за лісами, гей, Toller Wellness-Tag. за морями, гей, за Леся Українку. Vielleicht sollten wir irgendwas unternehmen, reiten gehen oder was weiß ich, irgendwas zur Ablenkung. Tut mir leid, ich kann mich im Moment nicht ablenken. Mir geht diese Geschichte mit Papa einfach nicht aus dem Kopf. Ich finde das irgendwie komisch. Ich will dich ja nicht beeinflussen, aber was er gesagt hat, klingt ziemlich nachvollziehbar. Ja, aber findest du es nicht auch komisch, dass ein Geschäftspartner, mit dem Papa angeblich Tage verbracht hat, plötzlich ermordet wird und Papa kriegt nichts von all dem mit?
Was suchst du denn? Mein Handy, ich will Andi anrufen. Ich dachte, dir ist nicht nach Ablenkung. Ja, aber ich dachte, vielleicht kann er mir mehr über Papa erzählen. Schließlich haben die beiden wochenlang in einer Zelle verbracht. Da muss man sich doch zwangsläufig besser kennenlernen. Bitte. Oh je, das ist mir noch nie passiert. Warum rufst du sie nicht an? Wen? Helena? Wenn denn sonst? Helena. Oh, hallo, Herr Brandner. Ja, die Frühschicht kann ich übernehmen. Ab übermorgen. Ja, das kann ich mir gerade noch so merken. Okay. Tschüss. Sag mal, kann es sein, dass ich mein Handy gestern bei dir liegen lassen habe? Keine Ahnung. Ich verstehe ja, dass dich das jetzt nicht loslässt, aber findest du nicht, du solltest Papa etwas mehr Zeit lassen? Ich meine, anstatt Andi gleich anzurufen. Ja, vielleicht hast du recht. Wenn Papa uns was zu sagen hat, dann sollte er das aus freien Stücken tun. Aber ich wollte Andi... Na also, ich denke, wir sollten alle erst mal runterkommen und das Ganze sacken lassen. Warum hat er uns denn nicht erzählt, dass er im Gefängnis gesessen hat? Hat Mama das auch nicht gewusst? Oder hat man ihr auch erzählt, dass er bei einem Segelunfall ums Leben gekommen sei? Wahrscheinlich schon. Aber warum? Um sie zu quälen? Sie hat niemandem etwas getan. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Kannst dir nicht vorstellen, wie das damals war, als unser Vater gestorben ist. Unsere Mutter hat wirklich alles getan, um uns zu trösten. Aber sie musste ja arbeiten. Wir hatten ja keinen Cent. Sie hat wirklich jeden Drecksjob angenommen. Nachts hat sie noch genäht. Aber ich dachte, Adrian hat sich um euch gekümmert. Das war erst später, nachdem unsere Mutter gestorben ist. Dann musste sie euch ganz allein durchbringen. Sie hat die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, was aus uns wird. Und du hast das Gefühl, dein Vater hat euch im Stich gelassen und deswegen bist du wütend. Verdammt noch mal, das hat er doch auch! Wo war er denn, als sie in meinen Armen gestorben ist? Sebastian, er war im Gefängnis. Er konnte nicht da sein. Ja, ich weiß. Aber trotzdem... Sorry, aber da unten ist einfach alles schief gegangen. Nicht nur da unten. Also, zuerst ist die Espressomaschine explodiert. Dann kam so eine Riesengruppe russische Touristen in den... Auf jeden Fall konnte ich Anna und Miriam echt nicht alleine lassen mit dem Chaos. Schon klar. Es lag ja auch sonst nichts Wichtiges an. Ich habe mich doch auch gefreut auf unseren Wellnessmore. Warum lassen wir nicht einfach noch mal Wasser ein und fangen ganz von vorne an? Weil ich schon über eine Stunde da drin lag? Ich bin so sauber, ich brauche mich bis Ostern nicht mehr waschen. Und am besten benutzt du das Wort Wanne bis dahin auch nicht mehr. Das macht mich irgendwie sauer. Dann machen wir eben was anderes Schönes. Ja, aber jeder für sich. Dann bekommen wir auch keine Terminprobleme. Wieso? Was hast du vor? Olli, was Sinnvolles mit dem Tag anfangen? Ich muss rausfinden, wo dieser Restaurator von Luises Bild ist. Falls du es vergessen hast. Morgen ist der Prozess. Wenn wir erst mal ein paar Runden gedreht haben, dann geht's ja bestimmt wieder besser. Ja, du hast bestimmt recht. Ja klar, habe ich recht. Erinnerst du dich noch an unsere alte Choreografie? Ding, ding, ding. Zack, zack. Und wenn ich mich erst mal hingelegt und so richtig zum Affen gemacht habe, dann kommt die gute Laune ganz von selbst. Na, du unterstellst mir einen ganz miesen Humor. Hauptsache, du lachst wieder. Andi! Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich habe dir nur ein paar Mal auf die Mailbox gesprochen und du hast dich nicht zurückgemeldet. Ich habe mein Handy gestern verlegt, deswegen. Ach so. Naja, dann Hauptsache, du bist okay.
Ja, ich glaube, wir müssen dann auch los. Ist ein bisschen doof jetzt, dass du extra nach Königsbrunn rausgekommen bist, aber Helena und ich, wir gehen jetzt Schlittschuhlaufen. Du, das können wir doch ein andermal machen. Ich meine, es ist total lieb, dass du dich aufgeopfert hast, um mich zu trösten, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr nötig. Ich hätte dich beinahe angerufen, weil ich dich noch so vieles fragen wollte wegen meinem Vater. Alles, was du willst. Wollen wir ins No Limits? Wir sehen uns später, ja? Ja, von Preuß hier noch einmal. Ich hatte Ihnen neulich schon mal aufs Band gesprochen, da Sie mir als Restaurator empfohlen worden sind. Es wäre nett, wenn Sie sich so schnell wie möglich mal bei mir melden würden. Vielen Dank. Was gibt's? Shiatsu, Finnisch, Thai oder Japanisch? Aber sonst geht's. Ich bin Ole, dein Masseur. Und an deiner Stelle würde ich die finnische Massage nehmen. Die ist wahnsinnig gut für die Durchblutung. Durchblutung, aber sonst geht's. Naja, die japanische Massage ist auch nicht zu verachten. Ja, dann komm her, du kleiner Kamikaze-Krieger. Sebastian, ich habe dich schon gesucht. Ich finde, es wird allerhöchste Zeit, dass du dich bei Papa entschuldigst. Wieso das denn? Ist ja wohl mein gutes Recht, Fragen zu stellen, auch wenn die ein bisschen unbequem sind. Unser Vater schuldet uns die Wahrheit. Du und deine Selbstgerechtigkeit, wenn du wüsstest, wie sehr du mir damit auf die Nerven gehst. Ach, Rebecca. Ach, tu dich daraus, das ist eine Familienangelegenheit. Lydia ist meine Frau. Entschuldige, das war ungerecht. Aber bei dir frage ich mich langsam wirklich, ob du noch zur Familie gehörst. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nichts. Wieso denn so abweisend? Tristan ist doch völlig auf deiner Seite. Er kriegt sich doch auch kaum noch ein, dass unser Erzeuger endlich wieder auferstanden ist. Und was damals in Argentinien wirklich passiert ist, das interessiert ihn doch schon gar nicht. Kannst du mal aufhören, so zu reden, als ob ich nicht da wäre? Einen Moment, bitte. Ich habe euch etwas zu sagen. Im Gefängnis war es mein größter, mein einziger Wunsch, euch einmal wiederzusehen. Ich habe eigentlich nie geglaubt, dass dieser Wunsch jemals in Erfüllung geht. Und Papa. einen Moment, Rebecca. Denn seit ich hier bin, habe ich nur Streit und Zwietracht in die Familie gebracht. Und so kann das nicht weitergehen. Was soll das heißen? Ich will nicht noch mehr Schaden anrichten und deswegen habe ich mich entschlossen, Königsbrunn wieder zu verlassen.